Learn German mit Anja! Die meisten Verben in Deutsch benutzen das Hilfsverb haben. Most of the verbs in German use the auxiliary verb, the helping verb haben. Aber es gibt auch ein paar Verben, die das Hilfsverb sein benutzen. Und darüber sprechen wir heute. About this we will talk today. So, das deutsche Perfekt mit sein. Ich gehe nach Hause. I go home. In the perfect tense, this is ich bin nach Hause gegangen. I have gone home or I went home. So, und ihr seht hier, gegangen kommt von gehen und gegangen braucht das Hilfsverb sein. It needs the helping verb to be. Wir sprechen später darüber, warum. We will talk later about why, okay? Und er fliegt nach Deutschland. He flies to Germany. Und im Perfekt ist das, er ist nach Deutschland geflogen. He has flown to Germany. Or he flew to Germany. So hier haben wir geflogen und auch das Hilfsverb sein. Warum sein? Why is it with to be? Sein. Maybe you already know. Und es gibt 3 Gründe. There are 3 reasons, Gründe oder 3 cases. So, das erste ist ein Ortswechsel. You need the auxiliary verb to be for change of location. And that's always a change of location from A to B. So somebody is going from A to B. Als Beispiel, wir sind nach Hause gegangen. We went home. So, we were in a place and we went home from A to B. Dann haben wir, ich bin nach Hamburg gefahren. I drove to Hamburg. Again, from somewhere to Hamburg, A to B. Oder sie ist nach New York geflogen. She flew to New York. From somewhere to New York. Why I'm saying this is, for example, you wouldn't say, wir sind getanzt. Tanzen. Da, 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 da. Sondern wir haben getanzt. And why? Because dancing is just like dancing around. Usually you don't dance from A to B. But there is also a case where you can dance like where it uses the Hilfsverb to be, but we will talk about this in a separate video. So, dann Zustandswechsel, change of state. Zum Beispiel, er ist letztes Jahr gestorben. He has died last year. That's a change of state, no? He went from being alive to being dead. So, er ist. Hilfsverb, sein. Und dann, sie ist spät eingeschlafen. She fell asleep late. So again, she went from being awake to being asleep. So it's a change of state. Alles klar? Und der letzte Fall, the last case, ist andere Verben. Since it's the German language, there have to be some exceptions, so these are just exceptions, so other verbs. For example, bleiben, to stay. Wir sind zu Hause geblieben. We stayed at home. Bleiben is not a change of state and it's also not a change of location. Definitely not. So it's really an exception. And there is another one, for example, was ist denn hier passiert? What has happened here? Passieren, to happen. And there are lots of other verbs. And about all the other verbs, we will talk about in the next lesson. And I have prepared something really cool for you to memorize them very easily. I'm really excited to show you that. So, und ja, diese Übersicht werde ich auf Patreon posten. I will post this summary on Patreon, yeah? So you guys who are supporting me on Patreon, you get the whole transcript of the verbs and the cases and so on for free. And if you also want to support me on Patreon, the link is in the description. So, und jetzt die Hausaufgabe. Wann? Mozart. When did Mozart die? Ich erst spät. I fell asleep late.
Und ein Verb, was wir bis jetzt noch nicht hatten, one verb which we didn't have until now, or at least not in this presentation. Du nach Italien, you have traveled to Italy. Und das letzte, bitte schreibe einen eigenen Satz. Okay, bitte mach diese Hausaufgabe und schreibe deine Antwort in die Kommentare. As I said, if you want to support me on Patreon, you get all these presentations, all these slides, the transcripts and so on for free. And ja, das ist alles. That's all. Do your homework, mach deine Hausaufgabe. If you like this video, please press the like button. If you have any questions, please let me know. Und ja, Dankeschön. Tschüss!